Florida ist weit mehr als nur ein Synonym für die leuchtenden Neonschilder von Miami und endlos weiße Sandstrände, an denen sich Touristen sonnen. Es ist vielmehr auch ein wildes, ungezähmtes Land der uralten, undurchdringlichen Sümpfe, der dichten Mangrovenwälder und der weiten, mystischen Wälder, die noch Erinnerungen an eine Zeit in sich tragen, lange bevor der erste Tropfen Asphalt den Boden berührte. Der Braunbär, ein mächtiges und durch majestätisches Geschöpf, zieht es normalerweise vor, den zweibeinigen Nachbarn weiträumig aus dem Weg zu gehen. Seine Welt ist die absolute Stille, der erdige Geruch von feuchten, faulenden Kiefernadeln und das rhythmische, gleichmäßige Rauschen des Windes hoch oben in den Baumkronen. In seiner natürlichen Umgebung ist er der unangefochtene, schweigsame Herrscher, der den ohrenbetäubenden Lärm und die Hektik der menschlichen Zivilisation meidet wie das Feuer. Doch die unaufhaltsame urbane Expansion greift unerbittlich um sich. Wohnviertel fressen sich wie tiefe Wunden in die einst unberührten Waldmassive. Und so geschah es, dass die Bewohner eines sonst so verschlafenen, friedlichen Vororts an einem ganz normalen Morgen feststellen mussten, dass ihre vertraute Welt aus den Fugen geraten war. Ein gewaltiges Wildtier, getrieben vielleicht vom nagenden Hunger, der schwindenden Lebensräume oder schlichter Neugier, fand sich plötzlich inmitten von akkurat manikürten Rasenflächen, Gartenzwergen und geparkten Pickup-Trucks wieder. Ein Bär in einem dicht besiedelten Wohngebiet. Das ist unter allen Umständen ein absoluter Ausnahmezustand. Für den durchschnittlichen Bürger ist es ein lebendig gewordener Albtraum direkt aus einem Hollywood-Film. Für die örtliche Polizei hingegen bedeutet es die Ausrufung der höchsten Gefahrenstufe. Das Tier war zutiefst verängstigt und ein in Panik geratenes Raubtier mit einem Gewicht von einer Vierteltonne ist nicht weniger als ein Pulverfass mit bereits brennender Lunte. Seine friedliche, fast schon tollpatschige äußere Erscheinung, die viele fälschlicherweise an ein gemütliches Kuscheltier erinnert, ist trügerisch und brandgefährlich. Sobald das Tier auch nur den leisesten Verdacht schöpft, in die Enge getrieben zu sein und keinen Ausweg mehr zu haben, übernimmt augenblicklich der eiserne Überlebensinstinkt. In Bruchteilen von Sekunden verwandelt es sich in eine blitzschnelle, unaufhaltsame Maschine aus purer Muskelkraft, rasiermesserscharfen Krallen und unbändiger Wut. Die alarmierten Beamten der Wildtierbehörde und die Polizei trafen im Rekordzeit am Ort des Geschehens ein. Die Menge der Schaulustigen, die sich trotz der eindringlichen Warnungen der Polizei mit ihren Smartphones versammelte, wuchs unaufhörlich. Die Luft knisterte förmlich vor Anspannung, es roch nach herannahendem Gewitter und menschlicher Angst. Die Entscheidung der Behörden fiel auf das Standardprotokoll. Das Tier sollte mit Hilfe eines Betäubungsgewehrs neutralisiert werden. Dies erschien allen Beteiligten als die humanste und sicherste Methode. Den Bären sanft in den Schlaf schicken, ihn mit schwerem Gerät auf einen Transporter verladen und ihn Dutzende Meilen entfernt, tief im Schutz eines weitläufigen Naturschutzgebietes, wieder in die Freiheit entlassen. Ein scharfer Klick des pneumatischen Gewehrs durchschnitt die angespannte Stille. Ein Betäubungspfeil, versehen mit einer leuchtend orangefarbenen Befiederung, zischte durch die Luft und bohrte sich tief in den massiven Oberschenkel des Bären. Doch die Biologie ist keine exakte, berechenbare Wissenschaft. Das hochwirksame Präparat benötigt unweigerlich seine Zeit, um die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden und das zentrale Nervensystem eines derart kolossalen Lebewesens lahmzulegen. Der Bär brüllte ohrenbetäubend auf. Es war jedoch kein Brüllen der Aggression oder der Wut, es war der herzzerreißende Schrei eines völlig desorientierten Geschöpfs, das plötzlich einen stechenden Schmerz spürte und eine fremdartige, klebrige Schwäche wahrnahm, die sich unaufhaltsam in seinen Adern ausbreitete. In blinder Panik, getrieben von dem uralten, tief verwurzelten Instinkt, dort Zuflucht zu suchen, wo der unsichtbare Feind ihn nicht erreichen konnte, ergriff das Tier die Flucht.
Vor ihm glitzerte verlockend die glatte, kühle Oberfläche eines lokalen Sees. Für einen Bären bedeutet Wasser Sicherheit, ein natürliches Versteck und ein vertrauter Rückzugsweg. Er stürzte sich mit einem gewaltigen Satz in die Bucht, wobei er eine gigantische Kaskade aus Wasser aufwarf und begann mit kräftigen, raumgreifenden Pfotenschlägen, sich schnell vom rettenden Ufer zu entfernen. Adam Warwick, ein engagierter Biologe des World Wildlife Fund (WWF), beobachtete diese dramatische Szene mit angehaltenem Atem und klopfendem Herzen. Er kannte das Verhalten und die Physiologie dieser Tiere besser als fast jeder andere Anwesende. Und er begriff in Sekundenbruchteilen das, was die Polizisten mit ihren im Anschlag gehaltenen Gewehren in diesem Moment noch nicht realisierten. Das starke Beruhigungsmittel begann endlich seine Wirkung zu entfalten. Doch es geschah nicht so, wie es die Lehrbücher im Idealfall beschrieben. Anstatt friedlich auf der Wiese zusammenzusinken und einzuschlafen, begann der Bär mitten in dem tiefen, trüben Gewässer rapide seine motorische Koordination zu verlieren. Vom Ufer aus konnte man mit Entsetzen beobachten, wie die einst fließenden, kraftvollen Bewegungen des Tieres zunehmend fahrig, ruckartig und bleiern schwer wurden. Sein massiver Kopf sank immer häufiger unter die Wasseroberfläche. Die kräftigen Hinterbeine, die normalerweise für den entscheidenden Antrieb sorgten, erschlafften völlig und wurden nutzlos. Es war ein zutiefst erschütternder Anblick. Ein mächtiges Raubtier, das absolute Symbol für ungezähmte Kraft und wilde Unabhängigkeit, ertrank langsam, qualvoll und völlig hilflos vor den Augen von Dutzenden zuschauenden Menschen. Die Natur an sich mag grausam sein, doch es war das direkte menschliche Eingreifen, das diesen bevorstehenden Tod so unausweichlich und zutiefst ungerecht machte. Ich habe in diesem Moment nicht eine Sekunde an die möglichen Konsequenzen gedacht, sollte Adam Warwick später in Interviews erzählen. Ich sah einfach nur dieses majestätische Tier, das vor meinen Augen ertrank. Und Bären sollten verdammt nochmal nicht wegen unserer dummen Fehler ertrinken. Ohne auch nur ein weiteres Wort zu verlieren oder auch nur seine schwere Kleidung abzulegen, stürzte sich Adam kopfüber in die Fluten. Das Wasser war schlammig, undurchsichtig und überraschend kühl, doch Adam spürte in diesem Moment nichts weiter als die glühende Hitze des Adrenalins, das durch seine Adern pumpte. Als er den Bären schwimmend erreichte, war dieser bereits fast vollständig unter der dunklen Oberfläche verschwunden. Nur noch die Nasenspitze und die weit aufgerissenen, von Panik und dem Medikament getrübten Augen zeugten davon, dass in diesem massiven Körper noch ein Funke Leben steckte. Aus der Perspektive des reinen, gesunden Menschenverstands war dies ein Moment des absoluten Wahnsinns. Zu einem verletzten, unter Drogen stehenden und extrem gestressten Raubtier mit einem Gewicht von knapp 400 Pfund, etwa 180 Kilogramm, zu schwimmen, grenzt an einen Suizidversuch. Selbst in diesem halb komatösen Zustand hätte der Bär instinktiv und unkontrolliert mit der Pfote zuschlagen können. Ein einziger unglücklicher Treffer mit diesem Pranken reicht aus, um den Brustkorb eines erwachsenen Mannes mühelos aufzureißen oder seine Wirbelsäule wie ein Streichholz zu brechen. Doch Adam sah in diesem Moment keine tödliche Bedrohung vor sich. Er sah lediglich ein ertrinkendes, hilfloses Kind der Natur, das seine Hilfe brauchte. Er manövrierte sich geschickt hinter den Rücken des Tieres und schlang seine Arme fest um den massiven, muskulösen Nacken und die breiten Schultern. Der Bär fühlte sich an wie ein versunkener Granitblock, der eng mit nassem, schwerem Fell überzogen war. Unter enormer Kraftanstrengung hob Adam den schweren Kopf des Tieres über die Wasseroberfläche, während er gleichzeitig verzweifelt strampeln musste, um nicht selbst wie ein Stein auf den Grund gezogen zu werden. Bis zum rettenden Ufer waren es vielleicht 15 bis 20 Meter, unter normalen Umständen für einen guten Schwimmer eine Sache von wenigen Minuten. Doch in dieser extremen Situation kam ihm diese kurze Distanz vor wie die Überquerung eines endlosen Ozeans.
Jede einzelne Bewegung kostete ihn übermenschliche Anstrengung. Adams Beine arbeiteten wie wild im trüben Wasser, sein Herz schlug ihm bis zum Hals und drohte aus der Brust zu springen, während seine Lungen wie Feuer brannten, weil sie nach Sauerstoff schrien. Kurz darauf näherte sich hastig ein herbeigerufenes Rettungsboot. Die Rettung schien endlich greifbar nah. Doch sofort offenbarte sich ein völlig neues, gravierendes Problem. Wie sollte man den extrem schweren, schlaffen Körper eines ausgewachsenen Bären über die Bordwand hieven, ohne das kleine Boot auf der Stelle zum Kentern zu bringen oder dem Tier im Zuge dessen weitere Verletzungen zuzufügen? Das Boot schwankte gefährlich hin und her, die Rettungskräfte lehnten sich über den Rand und versuchten verzweifelt, das nasse Fell zu greifen, doch das Tier glitt ihnen immer wieder aus den Händen. Die Zeit arbeitete unerbittlich gegen sie. Der Bär sank immer wieder ab und zog Adam durch sein schieres Gewicht unweigerlich mit in die Tiefe. Schmutziges Wasser schwappte dem Biologen in den Mund, nasses Bärenfell brannte in seinen Augen, doch sein eiserner Griff lockerte sich nicht um einen Millimeter. Irgendwann in diesem chaotischen Kampf wurde Adam klar, das Boot war keine Hilfe. Es erzeugte nur zusätzliche gefährliche Turbulenzen und Panik. »Ich mache das allein!« brüllte Adam mit letzter Kraft, obwohl ihm die Luft zum Atmen fehlte. »Geht aus dem Weg!« Er traf eine Entscheidung, die für alle Umstehenden schier unmöglich erschien. Er würde den Bären völlig allein bis ans Ufer bugsieren. Es war längst nicht mehr nur ein brutaler Kampf gegen das enorme Eigengewicht des Tieres, sondern auch gegen den zähen, unnachgiebigen Widerstand des Wassers, das sich um ihn herum in flüssigen Zement verwandelt zu haben schien. Jeder gewonnene Meter war eine epische Schlacht. Adam spürte deutlich, wie seine Muskeln anfingen zu übersäuern und zu versagen, wie sich eine lähmende, bleierne Müdigkeit in seinen Unterarmen und Schultern ausbreitete. Er spürte die erstaunliche Wärme des Bärenkörpers und hörte dessen schweren, rasselnden und unregelmäßigen Atem direkt an seinem eigenen Ohr. In diesem transzendenten Moment waren sie keine Feinde mehr, kein Mensch und keine Bestie. Sie waren nur noch zwei erschöpfte Lebewesen, die durch ein einziges, alles überlagerndes Ziel untrennbar miteinander verbunden waren: das nackte Überleben. Die Menschenmenge am Ufer war völlig verstummt. Niemand wagte es, auch nur ein Wort zu sagen. Man hörte lediglich das Klatschen des Wassers und das schwere, gequälte Keuchen des Mannes im See. Als Adams Füße endlich den rutschigen, schlammigen Grund des Ufers berührten, ging ein kollektiver, hörbarer Seufzer der Erleichterung durch die angespannte Menge. Doch die Prüfung war noch immer nicht ganz überstanden. Der nasse, ohnmächtige Bär musste nun die Böschung hinauf an Land gezogen werden. Beamte der Naturschutzbehörde stürmten Adam sofort zu Hilfe. Gemeinsam, unter dem Einsatz von dicken Seilen und roher, purer Muskelkraft, zerrten sie das kolossale Tier schließlich auf das rettende Gras. Adam brach augenblicklich neben dem Tier zusammen, völlig unfähig, auch nur noch einen einzigen Finger zu rühren. Seine durchnässte Kleidung war über und über mit Schlamm, Algen und Bärenfell verdreckt, seine Hände zitterten unkontrolliert vor völliger Überanstrengung. Er starrte erschöpft in den weiten Himmel von Florida und lauschte dem wilden Hämmern seines eigenen Herzens, das exakt im gleichen rasenden Takt schlug wie das des Raubtiers, das friedlich neben ihm lag. Der Bär schlief mehrere Stunden lang tief und fest, streng überwacht von herbeigeeilten Tierärzten. Sein kritischer Zustand stabilisierte sich zusehends, seine Lungen wurden erfolgreich von dem Wasser befreit, das er in seiner Panik geschluckt hatte. Als die lähmende Wirkung des Betäubungsmittels schließlich vollständig abgeklungen war, wurde er mit schwerem Gerät in einen speziellen, gesicherten Transportcontainer verladen. Kurz bevor der LKW den Motor startete, um seine Reise anzutreten, trat Adam noch einmal ganz nah an den Käfig heran. Das Tier war mittlerweile vollständig zu sich gekommen. Es blickte ruhig durch die dicken Gitterstäbe, nicht mehr mit diesem blanken, animalischen Horror, den es im See gezeigt hatte, sondern mit einer tiefen, urtümlichen und majestätischen Ruhe. Vielleicht erinnerte sich das Tier an absolut gar nichts.
Aber vielleicht, ganz tief unten in seinem verborgenen Unterbewusstsein, blieb das verschwommene Bild jenes seltsamen Menschen verankert, der sich weigerte, ihn in die ewige Dunkelheit abgleiten zu lassen. Man fuhr ihn weit weg in den Ocala National Forest, einen riesigen geschützten Ort, an dem es keine Gartenzäune, keine chlorhaltigen Swimmingpools und keine lauten, asphaltierten Straßen gibt. Als sich die schwere Metalltür des Käfigs knarrend öffnete, stürmte der Bär nicht sofort blindlings heraus. Er hob die Nase, nahm einen tiefen Atemzug und schnupperte den vertrauten, erdigen Geruch seines Waldes. Dann, ohne jede Hast und mit all der ihm innewohnenden Würde, schlenderte er langsam los und verschwand lautlos im dichten Unterholz. Er kehrte dorthin zurück, wo er wahrhaftig hingehört. Die unglaubliche Geschichte von Adam Warwick ging innerhalb weniger Tage um die ganze Welt. Die faszinierenden Fotografien, die zeigen, wie ein verletzlicher Mensch im Wasser ein gewaltiges Raubtier umarmt und über Wasser hält, wurden zu einem leuchtenden Symbol dafür, dass echte Menschlichkeit und Mitgefühl absolut keine Artengrenzen kennen. Viele Kritiker nannten Adams' Vorgehen im Nachhinein rücksichtslos und tollkühn. Und rational betrachtet hatten sie vollkommen recht. Aus der kalten Perspektive der Logik war seine spontane Aktion reiner Wahnsinn. Er hätte in jeder Sekunde dieses Kampfes sein Leben verlieren können. Doch genau in solch seltenen Momenten erkennen wir eine tiefe Wahrheit. Wenn es auf dieser Welt keine Menschen mehr gäbe, die zu solch einem wunderbaren Wahnsinn fähig sind, dann wäre unsere Welt ein weitaus ärmerer, kälterer und weitaus grausamerer Ort. Wahrer Mut bedeutet keineswegs die völlige Abwesenheit von Angst. Adam hatte furchtbare Angst, genau wie jeder andere normale, vernünftig denkende Mensch auch. Doch sein tiefes Mitgefühl und sein Respekt vor dem Leben erwiesen sich in jener Sekunde als unendlich viel stärker als sein eigener Selbsterhaltungstrieb. Er schenkte einem verlorenen Bären eine zweite Chance auf Leben, und uns allen schenkte er eine dringend benötigte Erinnerung daran, dass wir eine große Verantwortung für all jene Geschöpfe tragen, deren natürlichen Lebensraum wir durch unser Handeln so rücksichtslos und unaufhörlich beschneiden. Irgendwo da draußen, tief verborgen in den stillen, schattigen Wäldern Floridas, durchstreift dieser Bär noch heute sein Revier. Er ist zweifellos noch größer, noch kräftiger und noch weiser geworden. Er meidet die Menschen konsequent, genau so, wie es die Natur für seine Art vorgesehen hat. Und irgendwo in einem Büro des World Wildlife Fund sitzt ein Mann an seinem Schreibtisch, der tief in seinem Herzen weiß, an jenem schicksalhaften Tag in diesem trüben See haben sie sich gegenseitig gerettet. Der Bär behielt sein Leben, und der Mensch gewann das tiefe, unerschütterliche Verständnis dafür, wofür es sich wirklich lohnt, absolut alles zu riskieren. Dem Wahnsinn der Mutigen singen wir ein Lied des Ruhms. Und dieser Ruhm manifestiert sich nicht in glänzenden Medaillen oder Urkunden, sondern im leisen, friedlichen Rauschen des Waldes, wo ein gerettetes Tier ungestört seinen Weg fortsetzt.